Liebe Leute, wir stecken ja in einer Verfassungskrise, ist eigentlich das falsche Wort, aber wir haben den Entwurf unterzeichnet, nach sehr langer, reiflicher Überlegung. Einen Entwurf für eine Verfassungsänderung unterzeichnet, der, glaube ich, einige strittige Punkte aufweist. Und ich glaube, gerade die Entscheidung mit der Abwahlmöglichkeit der VerfassungsrichterInnen, der wird uns, glaube ich, die Mehrheit im Verfassungsgericht kosten. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachsteuern später. Mal sehen, ob wir sie vielleicht irgendwie anders überzeugen können. Ich weiß es nicht. Wir haben da ja keine Mehrheit. Die Mehrheit liegt bei den Solisten, bei diesen rechtskonservativen Menschen aus der Diktatur. Schauen wir mal, was die Nachrichten schreiben. Richter's Victory over Rayne. Richter ist der, falls ihr euch nicht erinnert, ist der Parteichef der PFJP, Party for Freedom and Justice, glaube ich. War es so? Können wir ja direkt nachgucken. People's Freedom and Justice Party. Huch. Our sources informed us that the plan is underway by the government to start a drafting of the reform package. The Rayne administration has reached out to the PFJP, led by Franz Richter, despite his history of criticizing and opposing the USP, United Sordland Party, even calling Rayne yet another pawn that was put forward as candidate during the campaign elections in '53. It is the first time in a USP government that a president is cornered to work with his unapologetic rivals to this extent. Ja gut, weil sie es halt nicht anders kennen seither, ne? Die USP immer die absolute Mehrheit hatte und wir jetzt liberal-demokratische, linksgerichtete Reformen durchführen wollen, müssen wir halt mit den Reformkräften zusammenarbeiten, weil der Großteil der eigenen Partei halt konservativ ist. Ninja, grüß dich, moin. If anything significant can come out of this collaboration is yet to be seen. The USP isn't capable of showing strength like it used to, and forced to accept the demands of the long-time rivals, perhaps it is time to realize that their time has passed. We are doubtful if President Rayne can protect the wishes of the USP voters, let alone display enough political power to make meaningful changes in our country. Tja, werden wir sehen. Lakehaven Times schreibt, preparations underway for the annual Benfey Festival. It's that time of the year again, the largest cultural festival in the entire Sordland. The Benfey Festival has begun its preparations. This year's venue was picked to be the newly built Benfey High Arts Center, with a total capacity of 8,000 people. For those who do not have tickets, can, as always, enjoy the events that span the whole city. Especially after the recent events, we can't wait for 4 days of panels, theater plays, exhibitions and music. Nun denn, schauen wir uns mal den Bericht an. Reform Committee. Vice President Vectorn reported that along with Lucian Galate, the committee has started working on the written aspects of the package as per the needs outlined previously. They will soon get the legal team involved to complete the writing process. The needed 150 signatures for the proposal has started to be collected within the USP. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich nochmal nachsteuern müssen, um die zentristische Fraktion die Gelben hier im Verfassungsgericht, im Supreme Court, gewinnen zu können, damit wir die 6 gegen 5 Mehrheit herstellen. Gut, was haben wir als nächstes? Dinner with the Business Council Members. Hatten wir nicht? Ach nee, das hatten wir schon hinter uns gebracht. In Konrad mit Marcel Coronti. Okay. We were in Lakehaven to work with the Business Council to assess weaknesses in the economy.
Simon organized a dinner with the affluent economic figureheads of Sordland. When we arrived, the streets were bustling with activity, even though the atmosphere in the country was tense. Lakehaveners didn't seem too very worried. Together with Walter Tusk, Edith Enyok, Michael Evan and Simon Hall, we entered the renowned Esteria restaurant by the coast. A short blonde man whose embroidered pocket red manager greeted us and waved his arms in excitement as he told us how pleased he was to have us in his establishment. Beaming with pride, he led us to a private room and got us seated at a large table covered for the occasion with a maroon tablecloth. We were quickly served by a group of servers. Walter spoke as they started taking our orders. I recommend the Lakehaven salmon, President. You have to taste this local delicacy here, the best in Sordland. I don't like salmon. Wer ist er jetzt nochmal? Ach, Walter. Der Walter, der Chef von der Sprecher von der Lotherberg Group, der nicht erfreut sein wird darüber, dass wir seiner Firma nicht den Auftrag für die Autobahn gegeben haben. Traditionell sordischen Bohneneintopf. Oder lesbische Pasta. Tja, das ist jetzt schon wieder so ein politischer Move, ne? Selbst die Essensauswahl ist ein politischer Move. Also ich mag Pasta, aber ich mag auch Bohnen. Ich glaube, wir zeigen ihm, dass wir bodenständig sind. I ordered traditional Sordish bean stew for the main course. The servers took their notes and asked about the second dish. Reissalat. Ist ganz lustig, ich habe natürlich, richtig gespoilert hat es mich nicht, aber ich habe zufällig die Achievements mal durchgeschaut. Da geht es auch um Reis. Salat klingt doch vernünftig. The service placed glasses in front of each of us and served bread and water. After they were done taking orders, they quickly left us alone in the private room. Edith, wer bist du denn? Edith Enyok. Economist and banker who serves as the chairwoman of the Central Bank of Sordland. She's the first woman to hold that position. She also became the first woman to serve as a president of a bank in the world. Oh, she's known in Sordland as the adopted daughter of the first president of the Republic, Arthur Visci. According to official sources, Visci met her during his visit to Nabel. After learning, wo wir auch gerade waren, after learning her story, her miserable living conditions and her desire to study at university, Visci decided to adopt her and finance her education. She studied in Horsford State University and later finished her master's in Lakehaven Business School. After General Lutheran's military coup and Visci's arrest in 1927, Enyok fled to Lesbia, where she lived until 1928. She moved to Acacia after the death of her adoptive father, Visci, and started working at one of the largest investment firms, Rayne Capital in Ventry City. She became renowned for her economic expertise in Acacia and later quit her job to work at the renowned Global Bank. In 1951, she was invited by Ewald Alfonso to return to Sordland to help with the economic crisis. On her return, she was appointed to be the chairwoman of the Central Bank of Sordland. She was selected as the only female economist for the cover of the 20 Greatest Economists in History published by the Errors magazine. Aha. Das ist ja auch interessant. Der Visci war ja ein Kommunist. Aber sie scheint jetzt der Ausbildung nach und dem Aufenthalt in Acacia und Lesbia nach
wahrscheinlich eine knallharte Kapitalistin zu sein. Mr. President, I didn't have the possibility to thank you for coming today. Your presence means a great deal. So, wer ist Michael Evan? Hatten wir mit dem schon zu tun? Co-Chairman of the National Business Council. Working at the office of the OMEC. Transfer to the headquarter. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Aha. It's an honor to dine with you. Likewise. We should thank Simon for organizing this meeting. No need for that. I hope everybody enjoys the evening. Simon gestured at the expensive-looking red wine bottle that one of the servers had just brought to the table. Mr. President? Ein Glas Wein können wir wohl trinken, oder? Ist das schon... Korrumpiert uns das mit der Wirtschaftselite, mit der kapitalistischen Wirtschaftselite zusammen ein Glas Wein zu trinken? Ich glaube, also kann es natürlich, könnte natürlich daraus gemacht werden, aber ich werde nicken. I nodded at him. He started to carefully pour some wine in my glass and waited for me to taste it before filling up. I took a sip. It was bitter. Honestly, it tasted like any other wine. How is it? Is the taste to your liking? It tastes like heaven. It has a sour and delicate vegetal character. Is it acacia I'm tasting? It's fine. Tja, ich weiß nicht. It's fine oder es schmeckt wie jeder andere Wein? Müssen wir uns auch nicht verbiegen, so ist ja nicht. What? This wine doesn't even need testing. Should I fill your glass or would you want another drink, sir? It's okay, I drink it. I think I'm good. Wir werden es schon trinken, ist schon nicht so schlimm. Simon filled up my glass. After filling everybody's glasses, Simon stood up and raised his glass. I'd like to raise a toast to all of you here today. We are meeting here tonight in difficult times, but I believe that with hard work, cooperation and trust, we will get through this period as well. I'd like to thank Mr. Rayne again for his decisiveness when it comes to economic policies. I'm sure we will stop this recession. I also thank Mr. Tusk for being here with us today. His presence is an honor. And of course, my colleagues from the Business Council, Mrs. Anyok and Mr. Evan. Without you, none of these would have been possible. Let's drink to future cooperation and growth. For a prosperous Sordland. Everybody raised their glasses and toasted each other. After a couple more minutes, the servers arrived with our meals. The food tasted amazing. Walter was right. This place must have been the best place in all of Leckhaven. So how did you find the food of the best fine dining restaurant in Leckhaven, Mr. President? It's an experience. Der Koch braucht ein Trinkgeld. Not a big fan of fancy food. Fine food is like fine art. This one is a masterpiece. Ja, ich weiß nicht. War schon in Ordnung, so klang es jetzt aber auch nicht. Not a big fan of fancy food. Das sozusagen deutet auf seine Hintergrundgeschichte natürlich hin. It's very tasty. Says the man visiting one of the finest restaurants in Sordland. Don't blame it on him. Mr. President didn't choose this place. Ja, stimmt. How are things going in the Maroon Palace? The pressure must have increased after you attended
That funeral. Ja, naja. It did, but it was the right decision. The future is looking good. The work on the Constitution continues, was natürlich stimmt. Aber kann man über, also ich will denen eigentlich auch gar nicht entgegenkommen natürlich, ne? Das ist ja das nächste Ding. Und selbst wenn, könnte man über die Einfluss auf den Supreme Court gewinnen? Ich weiß es nicht. Not much has changed. The pressure must have increased. It was the right decision. Ja, das stimmt natürlich. The future is looking good. Kann man jetzt so, könnte man sagen, wenn man sehr optimistisch ist. The work on the Constitution continues. Ja, natürlich. The future is looking good. Wie war das? Victory is coming oder so. That's great to hear. As we conversed with Michael, I heard Walter raise his voice in an apparent argument with Edith and Simon. We both stopped to listen. Arcasia knows the right way of doing business. Their approach to the world is real and raw. I'd prefer that cutthroat approach in comparison to the niceties. Well, sagt Edith. Ja, vielleicht sieht sie es doch kritischer. Das wäre ja spannend. I mean, it's a nice country to visit too. I have traveled there often in business trips. Their attitude on all countries are nice to visit if you have the cash. Ja, das stimmt. Ist Edith auf unserer Seite? Das wäre ja mal interessant zu wissen. How about the people who don't have extra cash? Money does turn the world around. Travel is the least you can buy. Stay silent. Wir könnten einfach weiter zuhören erstmal. Wir hören erstmal weiter zu. Michael joined in. It certainly depends on what you're looking for. Cultural tourism doesn't require a fancy hotel. Last time I went somewhere for that sort of thing was at university. Ja, das kann ich mir vorstellen. Even then, we had our wild times thanks to Conrad's connected entourage. Walter is talking us down the rabbit hole again. By the way, I saw that the construction of the highway has already started. I have my concerns about the company, but I hope they do a good job. Ja, die habe ich auch. I expect that the project will bring new investments from Agnolia. The mood is already becoming positive. I have to congratulate Mr. Rayne for starting such a massive project. Der Staat macht seinen Job. Of course. Mr. Hall also deserves credit. Of course. Our great economy minister. Great. Warum ist das so? Meint er das sarkastisch? Is there a joke coming? Yeah. Why? I thought you said you were great at economy. He laughed. I've heard that you've bought a new villa, Simon. I don't comment on rumors, but I'll make an exception since we are among friends. It's true. It's a bit much when people are suffering. Ja, ist vielleicht nicht das beste Zeichen, dass der Wirtschaftsminister sich erstmal eine Villa gönnt. So what? My car collection is nearing the 40 mark. They are all old-timer models. Wow. Überkompensation. Money shouldn't be wasted. Das ist natürlich wieder offensiv gegen ihn. I always advocate against ostentatious behavior. Money shouldn't be wasted. Ja. Don't expect the rich to become modest in the near future.
That would be a pipe dream. Einige Menschen sind sensibler. Es kommt auf die Balance an. Ja. Die Schere zwischen Arm und Reich ist die Wurzel unserer Probleme. We will see about that. Ja, das stimmt ja alles nicht. Das stimmt ja alles nicht. Balance is possible kann man so sagen, um das Ganze zu befrieden. The gap between rich and poor is the root cause. Nee, natürlich führt es dazu, dass politische Differenzen verschärft werden, aber das bedeutet nicht automatisch, dass Menschen zu Faschisten werden. FaschistInnen. Wir werden sehen. Das könnte wieder eine Drohung sein, ne? Ja, werden wir schon sehen, ob du da dein Geld behältst oder nicht. Ja, bisher sind wir im Reformansatz eher moderat, auch wenn das Ziel vielleicht, weiß man nicht, radikaler sein mag oder nicht. Ich glaube, dann gehen wir erstmal mit Balance is possible. I agree. Edith, who was sitting to my left, gently put her hand over my arm for a few seconds. Come on, let's not talk about finance or politics for now. We came here to relax. She turned to Walter and Simon. Isn't that right, gentlemen? They nodded at her and took a sip from their drinks. She slightly leaned towards me. So, Mr. Rayne, why don't you tell us what's behind that strong character of yours? I've heard that you had a difficult life and dire. Is that right? A strong character? Weiß ich nicht. I tried to leave the past behind. It made me stronger. Ja, was eigentlich tödlich macht, einen stärker, ne? Bla bla. My family cared for me as much as they could. I couldn't ask for more than that. That's very humble of you. I never met your family, Mr. President. How are they doing, if you don't mind me asking? Leben die überhaupt noch? War da nicht irgendwas? Oder waren das die Eltern von der Frau? Von Monika? Sind die gestorben? Irgendjemandes Eltern sind gestorben. Serge. Kann man sich denn selber auswählen? Ich will wissen, wer ich bin. Important Events, Countries, Regional Landmarks, Political Parties. Ja, können wir das darüber ansteuern? USP. Joaquin Sol. Ewald Alfonso. Nein. Anton. Gibt kein Ergebnis für Anton. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die überhaupt noch leben. Aber scheinbar ja. They are doing great. Andererseits, was geht die das an? Gar nichts. I understand. Family is everything. My advice would be to make sure that Frank has a solid relationship with you. He is your future after all. Warum das? He's going through the teenager period. It's difficult to connect with him. Auch das muss er nicht wissen. Ja, so ein bisschen, irgendwie deutet sich das an, dass der Frank vielleicht anfällig ist für, also gerade weil er in dieser jugendlichen Umbruchperiode ist, in der Pubertät irgendwie so unklar ist, wer er eigentlich selber ist und wer er sein will, dass er irgendwie anfällig ist für
irgendwelche drastischen Aktionen, der sich irgendwo reinziehen lässt. Also und damit meine ich, weiß ich nicht, im schlimmsten Falle sogar, wobei das würde eigentlich keinen Sinn ergeben, ne? Zur NFP oder zu den jungen Sorten, ich meine, die Sorten haben wir ja verboten, aber das, da warte ich ja auch noch auf den Backlash, dass die jetzt aus dem Untergrund operieren. Ich möchte nicht darüber sprechen. I'm sorry, President. Let me know if I can help with anything. Maybe you should help Mikael instead. I saw Darren made the local news with his yacht party in Benfi. She looked at Mikael. Well, the rascal didn't even ask for permission to use the yacht and just took it. He basically stole it. Good news is that I finally convinced him to go to university. He will study economics in Leckhaven Business School. That's a good choice. Having a degree in Sordland separates you from the rebel. And we especially need more people who understand economics. Maybe your son will be the great future economist. I wouldn't count on that, but I agree that we need more economists to enter politics. Thankfully, we have a president who seems to be as well versed in economics as Alfonso. Mikael, okay. Also mit Mikael und Walter werden wir schon mal nicht warm. I'm very confident in your abilities to fix our recession. Ja, sie wissen ja nicht, was wir eigentlich planen. Wir haben ja gesagt, wir wollen bei der Marktwirtschaft bleiben, aber nur weil, ja, naja, weil wir erstmal einen Mittelweg wollen. Also eine regulierte freie Marktwirtschaft sozusagen. Im Interesse der Bevölkerung natürlich. Um Grundversorgung und all solche Dinge sicherstellen zu können. Also wir wollen keinen entfesselten neoliberalen Turbokapitalismus hier haben. Und das wollen Mikael und Walter auf jeden Fall. Look at what he caused. Ja. Alfonso was an inspiration for all reformists. Nein. Helsmarch, ich begrüße dich. Schönen guten Abend. We are in the mess because of him. Das ist ähnlich zu 1. Schaut, was er hervorgeht. Das Problem ist ja, dass die der Meinung sind, dass es nicht an den Reformen lag, an der Öffnung der Marktwirtschaft, sondern an der mangelnden Willen der Regierung oder der überhaupt des Staatsapparates, die entsprechend auch umzusetzen. Also es zu viel Blockaden sozusagen aus der Bürokratie und so weiter gab. We are very confident in your abilities. Können wir auch einfach ganz neutral sagen, ja, danke, und uns den Rest dazu denken, ne? Aber signalisiert das Edith, wo wir hinwollen? Das ist ja, glaube ich, die größte Frage. Das Problem ist, 3 unserer Leute hier. Simon ist der Wirtschaftsminister, der ist genauso liberal unterwegs, glaube ich. Also wirtschaftsliberal in dem Fall. He wrote several books and articles on the economy inequality. Aber often famed for his promotion of free market economy. Das ist halt das Problem. Wir haben einen Wirtschaftsminister und die beiden Wirtschaftsmogul-Typen hier, die auf jeden Fall nicht auf unserer Seite sind. Und Edith wissen wir noch nicht. Es gab Andeutungen, dass sie jetzt schon ein bisschen differenzierter unterwegs ist, selbst wenn sie so lange in Lesbia und in Acacia unterwegs war. Aber brauchen wir also... Das wissen wir halt nicht. Haben die Connection zum Supreme Court oder zur alten Garde? Also Tusk hat auf jeden Fall, würde ich mal sagen, Verbindung zur alten Garde. Ich glaube, wir sagen einfach mal ganz neutral, wir haben es immer noch nicht so richtig preisgegeben. Wir sagen ihnen einfach, ja, danke, dass du an mich glaubst. I hope we can repair the damage to our economy.
We can't fail like Alfonso did. A correction. It wasn't his policies that destroyed him. It was the old guard. Aha. Vielleicht ist Tusk doch nicht auf der Seite der alten Garde. They are a big threat. Gibt man das jetzt preis? Also ich meine, sie wissen natürlich, dass wir mit den Reformbestrebungen sowieso gegen sie stehen. Aber sagt man das so offen? Wir fragen mal ganz unschuldig nach. Was meinst du damit? He threatened their economic power base over the country through a vast privatization plan. They removed him and backed you after. Ach so. Weil die alle sozusagen aus den Diktaturzeiten noch von der Planwirtschaft profitieren, aber inwiefern das denn? Inwiefern ist das deren Economic Power Base? Walter, stop with the conspiracy theories. I think we've had enough drinks. Everyone went quiet. After a long silence followed by some chit-chat, Walter ordered a bottle of whiskey. That's one good-looking bottle. The waiters brought one of the finest Acadian whiskies. It was time for the toast. Toast. Und zwar... wir können wieder Amokna Vescore sagen. I race to our health and happiness. Nee, das ist problematisch, gerade auf die Leute hier bezogen. To a constructive and beneficial future. Kann alles bedeuten. Gesundheit und Erfolg? Nö. Tja, ohne Klassenunterschiede. Ich meine, Amokna Vescore ist quasi der Nationalslogan, ne? Eine gleiche Gesellschaft. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit bedeckt gehalten. Sollen wir jetzt richtig zum Abschluss nochmal sagen, pass auf, da wollen wir hin. Immerhin können wir dann identifizieren, also ich meine, wenn sie nicht auf Amokna Vescore antworten, können wir schon mal identifizieren, wer sich hier nicht patriotisch verhält. Simon sagt I. Nobody else responded and Simon looked like he had a little too much alcohol. There was an awkward silence as they looked at each other with glasses in their hand. Edith, weg, denn sie ist da. I think it's time we call it a night. Ja, immerhin hat Edith geantwortet. Aber das kann natürlich auch jetzt einfach so sarkastisch gewesen sein. Edith stood up. Most of us were all a little tipsy at this point. I want to thank you, Mr. President, for joining us, and you, Simon, for putting all this together. Thank you for joining with a bunch of ugly rich men. Let's call it a night. Let's call it a night. I agree. Good evening, everybody. It was a pleasure. After bidding our farewells, we slowly walked out the restaurant. The moon was shining bright as everyone except Walter left in their luxury cars. President, a moment, please. He called me inside the small VIP lounge. Was wollen Sie? Usually, the Lotherberg spokesman doesn't directly comment on the administration, but I'd like to say a few things since this is a special evening. Ich bin ganz ohr. Finally, a president that listens to the people. It won't be easy to pass the new constitution through the assembly and the Supreme Court. Aha, jetzt macht er uns doch ein Angebot, huh? We could help you get it through. If you in return help us with a few economic requests. Da kommt's natürlich. Walter lit his cigar and took a few drags before continuing.
The consensus is that we see eye to eye in the economic direction you have taken by promoting a market economy. I'm glad for the support. Ich bin interessiert, zusammenzuarbeiten. Eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie er das möchte. Good to know, but not sure how this concerns me. Oh, it definitely should, President. He looked me in the eye. You rejected our previous discreet offer to pick underhaul constructions for the execution of the first mega infrastructure project. This action led to disappointment in the group. Aww. We were aware of the upcoming tax meeting, and it would be a step in the right direction if private corporations would get a tax cut. Okay, will weniger Steuern zahlen. To boost the economy with job creation, of course, and the positive side effect would be our support to the administration throughout the entire term. Nein, wir werden nicht dem privaten Sektor Steuervergünstigung geben, weil wir das Geld dringend brauchen, um unsere, ich sag mal, Grundversorgungsprojekte durchzuführen. Ja, also Infrastrukturausbau, Krankenversorgungsausbau und Schulwesenausbau. Das sind die wichtigen Dinge. Dafür müssen wir Steuern erheben. Wir werden eine objektive Entscheidung treffen. Wir können nichts versprechen. Let's not be hasty. The recession will end if Lotherberg is on your side. Why can't we all just be friends? Oh. I have other plans. That's a shame. I did offer you a peace branch. There was an awkward silence. Either way, President, we are here and always ready to work with you if you change your mind. Don't forget that. Naja, wenn ihr eure Einstellung ändert, dann könnten wir schon zusammenarbeiten. I will think about it ist vielleicht so, kann man ihn wieder so ein bisschen hängen lassen, im Ungewissen. Walter left and Serge came to pick me up. Enter the car. I entered the car and we drove to our residence in Lakehaven. Serge took the seaside route. Beautiful. Sehr schön.